zurück auf dem Gear-Reference-Kanal. In der heutigen Episode möchte ich euch mal wieder ein Bekleidungsstück vorstellen, und zwar ein ganz besonderes, auch mit einem ganz besonderen Tarnmuster, was ich glaube gerade ziemlich viele Leute auf der Welt sexy finden, und zwar den Raven Industries Reversible Night Desert Tarn Gore-Tex Parker. Das Ganze ist ein Vorgänger aus diesem ECWCS-System, aus dem Cold Wet Weather Parker, den glaube ich jeder kennt, den jetzt in Three Color Desert oder eben in Woodland normal in der Truppe eingeführt wurde, später auch noch in einer neueren Version in Universal Digital Pattern, Universal Camouflage Pattern, UCP, Entschuldigung. Und ganz vorher, Anfang der 80er Jahre, wurde ein neuer Nässeschutzanzug für die Special Forces entwickelt, woraus dann später eben dieses ECWCS-System entstanden ist. Ganz am Anfang mit dabei war Raven schon und hat einige dieser Produkte hergestellt. Damals war die Firma auch in der Verarbeitung vom Gore-Tex tätig. Die Firma gibt es heute auch noch, aber sind heute im Schwerpunkt im Agrarbereich unterwegs. Damals hat auch Raven die ersten Woodland-Versionen hergestellt, die nicht reversible waren, aber eben als Nässeschutzbekleidung, wie ich schon gesagt habe, für die Special Forces Einheiten. Die sind noch ein bisschen unterschiedlich, gab es unterschiedliche Hosen, unterschiedliche Jacken, die ein bisschen verschiedene Schließsysteme aufweisen oder wo die Taschen noch ein bisschen anders ist, eben noch aus dieser Phase des Truppenversuchs, der Entwicklung. Ansonsten natürlich das Ganze in den Natick Laboratories wieder entstanden. Gibt auch noch ein paar Bilder aus den frühen Phasen, wo das ECWCS dann eingeführt wurde, mit dem, was es denn im Endeffekt geworden ist. Und das blende ich euch mal ein. Ist aber dieser Klassiker. Wir haben beim ECWCS-System die Grundversion und später nochmal eine neue Version, wo sich dann auch nur die Taschen quasi ändern. Aber ansonsten war das Produkt ziemlich lange gleich. Von den frühen 80ern bis in den Global War on Terror war das die Nässeschutzbekleidung, die man so gesehen hat. Jetzt wollen wir aber wieder zurückkommen zum Tarn Gore-Tex und eben im Inneren diesem Night Desert Camo. Gerade eben schon erwähnt, Außenbereich haben wir Gore-Tex, im Inneren da haben wir halt so ein Nylon-Material, was eben nicht wasserabweisend oder vielleicht höchstens wasserabweisend ein bisschen ist, aber eben nur die Außenhülle ist Gore-Tex. Im späteren Verlauf, im Global War on Terror sieht man das vor allem noch, da wurden dann andere Modelle genutzt von Adventure Technology zum Beispiel oder Lockhouse Design. Die hatten Angebote mit außen Three Color Desert in Night Camo und das gab es dann auch zum Teil mit Woodland und Three Color Desert, wo auch eben mal beide Seiten Gore-Tex waren, je nachdem wie man das Ganze dann für die Truppe gekauft hat. Also wie eben schon erwähnt, da gab es verschiedene Modelle, auch Adventure Technology hat noch eine Außenhülle mit Tarn gemacht und in Night Desert. Diese Jacken waren auch weiterhin im Einsatz, sieht man ganz viel bei SOCOM-Einheiten, Special Forces, Navy Seals, werden die auch noch im Global War on Terror genutzt. Aber ich habe natürlich auch das ein oder andere Bild gefunden, wo noch eben die alte Raven-Jacke mit einigen älteren Veteranen wahrscheinlich der Special Forces dort in Afghanistan im Einsatz ist. Ansonsten ist die Jacke sehr berühmt zu finden bei Bildern aus dem ersten Golfkrieg. Dort eben auch bei der 3. und 5. Special Forces Group im Einsatz. Das sind die beiden Special Forces Groups, wo ich von Veteranen direkt die Info bekommen habe, dass an diese Jacken auch geliefert wurden. Wir haben auch so einen O'Kelly, ehemaliger Special Forces Angehöriger und ehemaliger Ranger, der ziemlich viele Bilder hochgeladen hat. Der ist heute auch im Reenactment-Bereich tätig. Und da sehen wir ihn auch ganz oft, wie er eben diese Jacke trägt, mal eben mit der Tarnseite nach außen, Golfkrieg Wüste natürlich kalt, mit der dienstlich gelieferten schwarzen Wollmütze zum Beispiel oder eben auch einem anderen Modell, was er da irgendwo aufgegriffen hat. Oder eben auch, dass die Night Desert Variante außen getragen wird. Night Desert, der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon mal gehört haben, war als Tarn gedacht gegen Feindkräfte, die auch über Nachtsichtgeräte, über Infrarottechnik verfügen und sollte da den Soldat so ein bisschen verschwimmen lassen. Hatte ja so ein ganz großes Revival, was Ausrüstung und Bekleidung anging und ist heute wieder moderner denn je und auch schön anzusehen. Ansonsten gab es nicht viel dienstlich gelieferte Ausrüstung in diesem Night Desert Camo. Ich glaube, am berühmtesten ist dann die Überhose und eben der Fishtail Parker, der auch als Überzug gedacht ist, um ihn über die normale Uniform zu tragen. Haben wir auch ziemlich viele Bilder aus dem Golfkrieg, auch immer noch mal danach, aber ich sag mal, primär erster Golfkrieg ist da so das Ding. Die Features der Jacke sind an sich schon ziemlich dicht an der ganz normalen Cold Wet Weather Parker-Jacke, die wir dann auch aus dem ECWCS-System kennen, aber ein paar Unterschiede möchte ich euch jetzt gleich mal im Detail zeigen.
Dann fangen wir einmal bei der Kapuze an. Hier oben haben wir den Kordelzug, hier jetzt mit Lederstoppern, um das Ganze einzustellen. Natürlich dann später beim normalen ECWCS-System alles mit Kunststoff gelöst, um das Ganze festzumachen. Auch hier die Kapuze, hier oben nochmal mit einem kleinen Versatz drin, damit das Ganze vorne besser ablaufen kann. Und die Kapuze ist auch relativ groß. Ob man da jetzt noch gut den Helm runterkriegt, ist so die Frage. Denke ich aber, ist aber bei dem einen oder anderen möglich, wenn der Kopf nicht ganz so groß ist. Dann haben wir oben auf der Innenseite die Druckknöpfe. Hier im Inneren haben wir nochmal die Night Desert Schicht. Das kann auch im Inneren nochmal zugeklettet werden. Und dann hier beginnt der 2-Wege-Reißverschluss in Oliv von YKK. Setzt sich auch nochmal schön bei der Farbe ab. Und eben auch nochmal hier die Druckknöpfe, um das Ganze dann zu verschließen. Hier im unteren Bereich haben wir die Möglichkeit, ein Dienstgrad aufzuschlaufen. Das hat sich auch erhalten, nur in einer bisschen anderer Form, ein bisschen kleiner geworden. Der ganze Bereich hier ist ein bisschen breiter bei der normalen ECWCS. Und dann kann man das nämlich da hier reinschieben. Hier im oberen Bereich ein Feature, was mir besonders bei dem ECWCS-Jacken gefällt und was auch hier schon vorhanden ist, ist das Klett, um Taschen zu haben, wo ich nicht extra einen Reißverschluss oder die Jacke öffnen muss, sondern hier zwei große Kartenfächer habe. Hier im Inneren sieht man auch ganz schön noch so ein blaues Innenfutter, sieht man aber sonst natürlich eher nicht. Hier im unteren Bereich auch hier wieder die Bänder zum Festziehen mit Kordelstopper. Hier im äußeren Bereich die normale Tasche, wie wir sie auch schon beim ECWCS kennen. Jedenfalls bei den frühen Versionen, später ist die ja auch so gerade. Und hier sehen wir es auch schon, hier ist der Durchgriff zur Innenseite. Also wir haben hier einmal eine große Tasche und von der anderen Seite, wenn wir die Tasche jetzt oder wenn wir die Jacke so nutzen, machen wir den Reißverschluss zu. Jetzt kann auch nichts nach innen rausfallen. Später ist es dann so, ich schließe diesen Bereich und kann dann kann hier auch nichts rausfallen. Also nichts würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall schwerer möglich. Was wir aber hier im Inneren haben, ist das Raven-Label Made in USA. Normalerweise ist hier noch die Versorgungs- oder Batch-Number drauf von dem Satz, wo die Geschichte bestellt wurde. Und eben auch noch normalerweise Dienstgrad und Name blende ich euch nochmal ein Bild ein, wo man das sieht. Bei meiner ist das leider schon rausgewaschen. Das Besondere am Arm: Hier haben wir auch die Oberarmtasche, auch das kennen wir vom ECWCS-System. Und dann haben wir hier nochmal eine große Unterteilung, ein großes Fach hinten und eben ein kleines Fach vorne. Und hier sehen wir auch ganz schön das Gore-Tex-Material mit Klett verschlossen. Hier die Ellenbogenverstärkung, nochmal eine Schicht drüber genäht. Und jetzt nochmal was Besonderes, und zwar haben wir hier den Ärmelabschluss mit elastischem Material. Beim ECWCS ist es ja zum Kletten, aber es gibt auch die Raven-Version, wo das Ganze zum Kletten ist. Wie gesagt, am Anfang so Prototypen, die frühen Versionen aus der Testphase, da war das nochmal ein bisschen anders. Diese sehen wir aber sehr häufig auf Referenzfotos. Unter dem Arm der Reißverschluss für die Belüftung. Auch das ist gleich geblieben. Hier dann die Möglichkeit, ein bisschen Luft zirkulieren zu lassen bei Schweiß etc., wenn man ein bisschen in Bewegung ist. So sieht das Ganze jetzt einmal umgekrempelt aus. Wie wir sehen, jetzt haben wir die Klettseite hier außen und können das Ganze so schön verschließen. Druckknöpfe sind dann nicht mehr so unbedingt notwendig, aber hier deutlich leichteres Material, nicht so das dicke Gore-Tex. Die Taschen, wie gesagt, jetzt öffnet sich hier die Möglichkeit für den Reißverschluss. Kann ich dann auch einfach wieder schließen und so sieht die Night Desert Version dann außerhalb aus. Auch hier habe ich die Möglichkeit, an den Reißverschluss zu kommen. Jetzt ist er natürlich auf der entgegengesetzten Seite. Und zudem haben wir auch hier mit etwas dickerem Stoffmaterial auch nochmal eine Ellenbogenverstärkung auf beiden Seiten der Arme angebracht. Ansonsten ist das natürlich relativ identisch, außerdem, dass natürlich einiges ein bisschen spiegelverkehrt ist. Aber so wurde die Jacke dann getragen im Nachteinsatz.
Hier nochmal als kleiner Vergleich einmal die normale Version, auch hier natürlich versteckte Ellbogen etc. Aber der Ärmelabschluss hier mit Klett kann man das Ganze ein bisschen modularer schließen und eben hier nochmal die Oberarmtasche. Hier ist nur ein kleineres Fach, ja, für einen Stift etc. oder ähnliches drin. Aber das ist so dieser Hauptpunkt nochmal. Und natürlich, dass diese ganz normalen Parkers nicht reversible sind. Die sind nur von einer Seite tragbar. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.